Hallo meine Lieben, mein Name ist Calypso. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du deine selbstgestrickte, handgestrickte Kleidung stylen kannst. Dabei gehen wir durch ein paar schöne Orte hier in Berlin. Und mir ist aufgefallen, dass meine Garderobe tatsächlich fast nur aus meinen handgestrickten Klamotten besteht. Ich glaube, mit 17 oder so hatte ich mir vorgenommen, dass ich irgendwann jeden Tag etwas Selbstgestricktes tragen kann. Das ist mir schon lange gelungen. Dazu ist mir aufgefallen, dass ich fast nur Secondhand-Kleidung trage, sowie handgemachte Textilkunst aus Mexiko. Ich wünsche dir also viel Spaß bei diesem Video und hoffe, dass du etwas Inspiration findest. Okay, los geht's. Outfit Nummer 1. Ich trage meine schöne Wolljacke aus San Cristóbal de las Casas, die von Hand hier komplett bestickt ist. Und darunter trage ich meinen sogenannten Tennisanzug. Eine Zuschauerin unter euch hat mal Tennisanzug dazu kommentiert. Und zwar ist es eine Art Poloshirt mit kurzen Ärmeln, mit hübschen Raglanärmeln, die in verschiedenen Farben sind. Ich habe dieses Oberteil von oben nach unten gestrickt mit hier so einem kleinen Polokragen, das ich aus Lamawolle gestrickt habe. Und dann hatte ich noch genug Garn übrig, um diesen schönen passenden Rock dazu zu stricken, der hier so einen elastischen Bund hat aus Rippen. Glücklicherweise passt die Farbe von dieser Jacke, von dieser Naturwolle, auch zu der Naturfarbe von dem Lama. Und ich finde dieses Outfit ziemlich außergewöhnlich, auf jeden Fall ein Hingucker, eher figurbetont, mit Sicherheit einzigartig. Die Sonnenbrille dazu habe ich, weil sie auch gut dazu passt, aber vor allem, weil ich noch Jetlag-Augen habe, also verzeiht die Sonnenbrille. Und das ist außergewöhnliches Outfit Nummer 1. Wenn du mehr erfahren möchtest über handgemachte Kleidung von Textilkünstlerinnen aus verschiedenen Regionen Mexikos, dann schau doch gerne meine Folgen Nummer 30 und Nummer 31. Da findest du sehr viele Informationen, weitere Beispiele von handgemachter Kleidung und vor allem auch sehr interessante Interviews, die untertitelt sind mit Textilkünstlerinnen aus Mexiko. Outfit Nummer 2. Heute trage ich diese Jacke von Marie Wallin. Die war ganz schön aufwendig zu stricken, weil sie so ein Muster hat mit gekreuzten Maschen, das über so viele Reihen ging, der Rapport, dass ich mir das nicht auswendig merken konnte. Aber ich trage diese Jacke super gern. Es ist ein Garn, eine Mischung aus Wolle und Leinen. Dazu trage ich mein schönes mexikanisches Hemd, das nennt man Guayabera, und es hat eben sehr schöne Stickereien mit diesem kleinen chinesischen Kragen. Und um meinen Hals zu schützen, trage ich dazu noch mein japanisches Halstuch. Das habe ich mir mal in meinem Auslandssemester in Japan gekauft und es ist eines meiner Lieblingstücher. Es bringt mir immer Glück. Und obendrauf diese schöne Holzkette, die ich von meiner Großtante geschenkt bekommen habe. Die ist auch aus Mexiko. Und passend rot habe ich hier noch dieses Stirnband an, das ich vor ganz vielen Jahren mal aus Wollresten gestrickt habe. Und es hat so ein schönes Zopfmuster. Und schließlich meine braune Hose, die sich so samtig anfühlt, aber aus Baumwolle ist. Und das ist eine meiner Lieblingshosen. Und schließlich meine roten Schuhe dazu, um das Outfit abzurunden. Schließlich noch diese kleinen Ohrringe, Schäfchen-Ohrringe.
Outfit Nummer 3. Ich trage einen Pullover, den ich aus handgesponnenem Garn gemacht habe. Und zwar habe ich das Graue, das Pinke und das Bordeaux-Rote selber an meinem Spinnrad gesponnen und sogar ein bisschen Glitzer reingemischt. Wenn ich mich richtig erinnere, dann sind das Merino-Fasern gewesen. Kombiniert habe ich das Ganze mit diesem schönen Bouclé-Garn in dieser Türkisfarbe, das glaube ich von Adèles Mohair ist, wenn ich mich nicht täusche. Und ich finde diese Farbkombination super, super schön gelungen. Ich habe diesen Pullover von oben nach unten gestrickt in einem Teil. Er hat also keine Nähte und ich trage den eben gerne mit meiner pinken Hose, die ich in einem Second-Hand-Shop gekauft habe, und meine süßen Stiefel. Und das Besondere an diesem Design, finde ich, ist dieser Kragen, der hier so überlappt und so doppelt ist. Das finde ich ein super schönes Element und die Farben fließen da so schön ineinander. Und das war es für mein außergewöhnliches Outfit Nummer 3. Es ist super kalt, der See ist gefroren, deswegen trage ich auch einige Schichten. Heute habe ich also Layering gemacht. Ich habe meinen schönen Wollmantel an. Das ist ein Unikat, den ich mir habe machen lassen und selber entworfen habe. Es ist nämlich Wollstoff mit diesen schönen Schmetterlingen und der Mantel ist reversibel. Das heißt, ich kann auch das Gelbe nach außen tragen oder die Schmetterlinge nach außen tragen, und ich habe auch eine dicke, große Kapuze, und dazu trage ich meine blaue Mütze aus Garn, das ich selber an meinem Spinnrad gesponnen habe, und dazu trage ich meine süßen Ajolote-Ohrringe. Das sind kleine Tiere, die nur in Mexiko vorkommen oder endemisch für Mexiko sind, und darunter habe ich meinen Cardigan Folie Bleu. Über diesen Cardigan habe ich ein Tutorial gemacht, denn ich habe diesen Cardigan mit Wollresten gestrickt. Da habe ich mich auf blaue Wollreste konzentriert und als Kontrastfarbe Gelb-Orange genommen. Schau dir gerne das Tutorial zu diesem Cardigan an. Ich habe hier einen Schalkragen gemacht, dann hier so ein paar Zöpfe dran gemacht und hinten habe ich hier sogar eine kleine Tasche. Und ich finde diesen Cardigan sehr schön ausgefallen. Drunter trage ich mein Lakes Tee, das ich aus Baumwolle gemacht habe. Und hier dazu noch meinen Loop, den ich auch aus handgesponnenem Garn gemacht habe. Dieses Garn habe ich an der Handspindel gesponnen, deswegen ist dieser Loop wirklich etwas Besonderes für mich. Und drunter habe ich eben noch 2 Schichten an, weil es so kalt ist. Und dazu trage ich meine orangene Hose. Ich sage dazu Pilotenhose, weil es so eine Korthose ist mit großen Taschen. Ich finde diese Hose super bequem und auch ziemlich stylisch. Und dazu natürlich ein paar Stiefel, weil es eben kalt ist, und Wollsocken da drin, aber die zeige ich euch jetzt nicht, sonst kriege ich kalte Füße. Outfit Nummer 5. Ich trage dieses Dreieckstuch, das ich mit einem Fantasiegarn gestrickt habe von Adèles Mohair und auch mit diesem Garn, das ich selber gesponnen habe. Ich glaube, das war mein erstes Experiment am Spinnrad, deswegen ist es ein bisschen dick und ungleichmäßig, aber die Farben gefallen mir sehr, sehr gut. Ich finde dieses Dreieckstuch super, super elegant und passt auf jeden Fall zu meinen lila Leggings, die ich zu diesem Outfit trage. Ich trage dieses Ensemble sehr, sehr gerne. Es handelt sich um mein Pullover Emily. Das ist ein Design von mir, das ihr auf meiner Website finden könnt. Das ist ein Raglan-Pullover mit einem schönen Lace-Muster und dazu passend dieser Rock, der hier mit einem Gürtel am Körper gut hält und hinten ein paar verkürzte Reihen hat, damit der Popo gut reinpasst. Und dazu meine weißen Stiefel, die haben hier einfach am besten gepasst. Und ihr werdet denken, dass ich nur ein Paar Schuhe habe. Ich habe auch tatsächlich nicht so viele Paar Schuhe. Ich weiß nicht, wer mehr als 10 Paar Schuhe hat, weiß ich nicht wofür. Aber das war Outfit Nummer 5. Outfit Nummer 6. Ich trage einen Pullover, den ich zum Großteil mit selbstgesponnenem Garn gestrickt habe, nämlich dieses Türkisblaue sowie die anderen Blautöne, die mehr in so Jeans-Tönen sind. Das gelbe Garn habe ich selber an meinem Spinnrad versponnen.
Ich habe es kombiniert mit diesem mehrfarbigen blauen Bouclé-Garn und einem etwas silbernen Garn. Passend dazu trage ich meine Mütze, die ich auch aus diesem Garn gestrickt habe, aber gerade in meinem Rucksack habe liegen lassen. Ich finde den Schnitt von diesem Pullover total cool. Der ist eher so cropped und hier an der Taille eng anliegend. Ich habe den von oben nach unten gestrickt, ohne Nähte, in der Runde. Ein besonderes Element von diesem Pullover ist der Halsausschnitt, denn hier liegt es nämlich doppelt. Ich habe erst diesen V-Ausschnitt gemacht und im Nachhinein diese Brücke hier gestrickt. Das ergibt hier so eine kleine Öffnung, die ich super schön finde, und oft trage ich auch eine Kette, sodass der Anhänger dann hier so in der Mitte ist. Dieser Pullover ist im Grunde aus Garnresten entstanden, beziehungsweise aus kleinen Wollmengen, die ich selber versponnen habe. Ich finde den auf jeden Fall ein Hingucker, und passend dazu ziehe ich auch gerne meinen gelben Wollschal an, den ich aus Mexiko habe. Der ist von Hand gewebt aus Mexiko. Dazu einfach eine simple Jeans, die hoch tailliert ist, weil dieser Pullover auch ein bisschen cropped ist. Finde ich, das passt so ganz gut zusammen, und meine Turnschuhe mit blauen Schnürsenkeln, die ich glaube, das sind meine einzigen Turnschuhe, die ich so ungefähr zu allem trage. Und so sieht meine Mütze aus, die ich gestrickt habe, passend zu dem Pullover, den ich euch gerade gezeigt habe. Dieses Garn ist eben handgesponnen, und hinter mir sieht man den ehemaligen Flughafen in Ploverfeld. Outfit Nummer 7. Heute bin ich im Tiergarten und ich trage meinen dicken Wintermantel, den ihr schon kennt, denn es ist etwas kalt und regnerisch. Darunter trage ich meinen roten Schal. Diesen Schal habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen. Der ist handgewebt aus Mexiko und passt perfekt zu meinem Stil. Dazu trage ich meine schwarze Lederjacke. Diese Lederjacke habe ich vor mindestens 5 Jahren oder schon länger mal Secondhand in London gekauft. Ich finde die ganz schön schick, und es ist eine der wenigen schwarzen Sachen, die ich für den Oberkörper habe, denn meistens, ich trage eigentlich fast nie oben schwarz. Hosen oder Leggings trage ich schon schwarz, aber oben nicht. Außer zum Sport machen trage ich gerne schwarz, aber sonst kaum. Zu dieser Lederjacke trage ich super gerne mein gelbes Alpaka-Cape. Diesen Cape habe ich vor über 10 Jahren gestrickt, locker vor über 10 Jahren. Der ist aus dem Garn Cascade Yarns. Es ist 100% Alpaka und es hat seine Form über die Jahre wunderbar behalten. Diese Anleitung ist von Grignasco Knits. Ich finde diesen Cape super schön. Als ich den fertig gestrickt hatte damals, habe ich den, ich glaube, 4-5 Nächte hintereinander zum Schlafen angezogen. Ich wollte den gar nicht mehr ausziehen. Ich finde den voll elegant. Und die Farbe sticht schön heraus und passt sehr gut zu meinem Huipil. Ich trage diesen Cape super gerne mit meinem Huipil. Huipil ist ein traditionelles mexikanisches Kleid oder Tunika. Es hat hier sehr schöne Stickereien, so wie hier auf den Schultern und auch weiter unten. Ich finde diese Tunika, mein Huipil, passt wunderschön mit meinem Cape zusammen. Wegen der Farbe, des Schnitts und auch des Musters, denn das Muster ist hier eher schlicht. Das sind rechte und linke Maschen. Dazu trage ich meine Mütze, die farblich schön passt. Das ist eine Patchwork-Mütze, die hier so kleine Vierecken hat und oben einen kleinen Knoten mit einem I-Cord. Viele sagen zu dieser Mütze auch Hut und nicht Mütze. So habe ich hier noch ein bisschen Grün, das hier das Grün von der Stickerei wieder aufnimmt. Und auch die geometrischen Formen der Stickerei auf dem Huipil werden durch die geometrischen Patchworks, finde ich, schön ergänzt. Und passend zu diesem Kleid, das ich schon seit ein paar Jahren habe, habe ich auf meiner letzten Reise nach Mexiko diese Ohrringe gefunden, die perfekt passen. Die sind von Hand gemacht und von der Hand bestickt. Auch rot und sehr ähnliche geometrische Muster. Um das Outfit komplett zu machen, habe ich schwarze Leggings an. Die sind aber so gemustert. Ich weiß nicht, ob die Kamera das ergänzt. Ein bisschen wie so Schlangenhaut ist das Muster. Grau mit schwarz. Und dazu meine Oberknie-Stiefel, denn
Die sind einfach am wärmsten für diese Jahreszeit. Halten sie meine Beine auf jeden Fall schön warm und sie sind super, super bequem. Die habe ich mir gekauft, als ich nach Berlin gezogen bin, genauso wie ich den Mantel habe machen lassen, kurz nachdem ich nach Berlin gezogen bin, denn hier muss man auf jeden Fall für die Kälte und das Wetter gut gewappnet sein. Zum Abschluss dieses Videos ist sogar die Sonne ein bisschen rausgekommen und sagt Hallo, hallo liebe Sonne. Ich bin jetzt seit 2 Wochen wieder in Deutschland, in Berlin und habe mich jetzt einigermaßen wieder hier eingewöhnt. Letzte Nacht habe ich endlich mal tief und fest geschlafen. Deswegen verzeiht mir, wenn ich auf diesem Video ein bisschen müde aussehe, aber wenigstens nicht dafür braun gebrannt. Ich war gerade im Café am Neuen See. Das ist der See. Das Café ist hinter euch. Im Sommer ist hier ein super schöner Biergarten und ganz schön viel los. Gerade ist es ganz ruhig, deswegen konnte ich dieses Video hier für euch aufnehmen. Ich habe mittlerweile eine kleine Plattform hier und auch wenn sie klein ist, möchte ich ein wichtiges Thema ansprechen und das sind die Wahlen. Bitte geht wählen, wenn ihr das Recht habt zu wählen. Es ist ein fundamentales Recht, übt dieses Recht aus. Auch möchte ich sagen, dass ich mir wünsche, dass ihr die passende Wahl für euch trefft und gleichzeitig daran denkt, dass wir alle gleich sind. Alle Menschen sind gleich. Im Prinzip haben wir alle dieselben Bedürfnisse und ich hoffe, dass ihr eine Wahl trefft, die uns als Gesellschaft nicht spaltet, sondern uns zu mehr Zusammenhalt verhilft. Wir brauchen uns alle gegenseitig. Mein größter Wunsch ist, dass Meinungsverschiedenheiten mit Respekt behandelt werden. Niemand möchte, dass sich die Geschichte wiederholt. Schau gerne in dein Geschichtsbuch, um dein Wissen aufzufrischen. Einige Zeitzeugen leben heute noch. Hör ihren Worten zu. Sie sind sehr weise. Deswegen, wenn du das Recht hast zu wählen, dann geh wählen. Ich wünsche mir, dass du eine Wahl triffst, die eben unser Zusammenleben verschönert. Ich freue mich, dass du dabei warst. Wenn dir das Video gefallen hat, dann hinterlass mir einen Hashtag #StrickmitCalypso in den Kommentaren und bis zum nächsten Video. Ciao!